Viele denken, AMD kann kein Path Tracing und dass man dafür Nvidia braucht. Und ehrlich gesagt stimmt das, aber nicht aus dem Grund, den ihr denkt. Meine 9070 XT kann Path Tracing und das zeige ich euch anhand von Crimson Desert. Ich habe selbst nicht gewusst, dass Crimson Desert auf den höchsten Einstellungen echtes Path Tracing verwendet. Und der Grund, warum AMD trotzdem noch nicht mithalten kann, hat nur halb was mit der Hardware zu tun. AMD ist einfach zur Path Tracing Party zu spät gekommen. Die meisten Leute da draußen kennen den Unterschied zwischen Raytracing und Path Tracing nicht. Deswegen wollte ich euch an einem einfachen Beispiel zeigen, warum Path Tracing so viel rechenintensiver für die GPU ist. Bei Raytracing sieht man, dass die Lichtstrahlen, die von der Lampe abgegeben werden, an der Wand stoppen. Bei Path Tracing allerdings sieht man, dass das Licht nicht einfach auf der rechten Wand endet, sondern es wird zurückreflektiert auf die linke Wand. Das fordert natürlich viel mehr Rechenleistung, da alle Lichtstrahlen, die auch abprallen, berechnet werden müssen. Und genau das, was ich euch gerade erklärt habe, seht ihr hier in Crimson Desert. Die Sonne kämpft sich durch die Wolken und weil das Licht nicht einfach durchkommt, wird die gesamte Szene dunkler und atmosphärischer. Das ist kein einfaches Raytracing, weil das Licht von jeder Oberfläche abprallt und alles drumherum beeinflusst. Sogar der Nebel wird physikalisch korrekt durchleuchtet. Aber warum kann AMD trotzdem kein Path Tracing, auch wenn wir hier gerade sehen, dass die 9070 XT es kann und dabei auch noch gut aussieht? Und da kommen wir zum eigentlichen Problem. Schauen wir uns Cyberpunk an. Path Tracing ist auf der 9070 XT möglich, aber nur mit Performance oder Ultra Performance Upscaling. Und das ist halt das Problem, weil du bei Ultra Performance intern nur 720p renderst und dann auf 4K hochskalierst. Da leidet die Bildqualität und das ist eigentlich nicht Sinn der Sache von Path Tracing, weil du willst ja Realismus pur haben und gleichzeitig skalierst du aggressiv hoch. Und ich habe mich ehrlich gesagt gefragt, ob die Karte nicht einfach zu schwach für Path Tracing ist. Aber dann schaut euch Crimson Desert an. Auf 4K und maximalen Einstellungen und Quality Upscaler kommen wir da auf die 120 FPS. Was ihr hier seht, ist unser eigenes Benchmark-Tool. Das habe ich gebaut, weil mir normale, einmalige Benchmarks einfach unzuverlässig waren. Das Problem mit einem einzelnen Benchmark-Run ist, dass du vielleicht gerade eine leichte oder schwere Szene erwischt und das dann das Ergebnis verfälscht. Deswegen machen wir mehrere Benchmark-Runs hintereinander und das Tool berechnet daraus einen Performance Score. Dieser Score bewertet zwei Dinge: wie smooth das Spiel wirklich läuft, also wie stabil die FPS ohne größere Einbrüche sind, und wie gut der schlechteste Run spielbar war. Je höher der Score, desto besser und konstanter läuft das Spiel. Und mit diesem Tool werden wir ab jetzt auch verfolgen, wie sich die 9070 XT über mehrere Treiber hinweg verbessert. Diese 4 Spiele habe ich aktuell ausgewählt für unsere Benchmarks, die wir dann konstant über die Zeit hinweg dann machen werden. Forza Horizon 5 werden wir dann, sobald Forza Horizon 6 rausgekommen ist, also in den nächsten 10 Tagen, werden wir das dann ersetzen. Und ich würde euch gern fragen, welches Spiel möchtet ihr hier drin gern sehen, dann, dass wir das dann immer verfolgen. Deswegen frage ich euch jetzt in die Community, welches Spiel möchtet ihr da drin haben? Das Spiel sollte aber einen integrierten Benchmark haben, damit wir immer komplett die gleiche Szene erwischen. Und dazu kann ich euch gerne ein eigenes Video machen, falls euch das interessiert, weil das sind echt einige Punkte. 3D Mark habe ich auch reingetan. Und ja, im Verlauf werden wir dann sehen, also wie sich über jegliche Treiber quasi die Grafikkarte verbessert. Aber zurück zum Thema. Wie kann das sein, dass dieselbe Karte in Cyberpunk so kämpft, aber in Crimson Desert so stark ist? Der Grund ist ganz einfach. Cyberpunk wurde tief für Nvidia optimiert. Und die gesamte Rendering-Pipeline ist auf Nvidia ausgerichtet. Es gibt sogar Community-Mods, die das speziell für AMD anpassen. Crimson Desert hingegen wurde mit AMD zusammen entwickelt. Dieselbe Hardware, aber eine komplett andere Softwareoptimierung. Und genau das macht den Unterschied. Und der Grund, warum Nvidia bei so vielen Spielen bevorzugt wird, ist eigentlich ganz einfach. Nvidia war mit Raytracing einfach 2 Jahre früher dran. Die ersten RTX-Karten mit dedizierten Raytracing sind bereits 2018 rausgekommen, während AMD erst 2020 mit Raytracing-Hardware nachgezogen ist. Spiele wie Cyberpunk, Alan Wake 2, Black Myth Wukong wurden in diesen 2 Jahren entwickelt. Und natürlich für Nvidia optimiert. Und Resident Evil Requiem und Pragmata wären Path Tracing sogar komplett auf AMD. Obwohl die Hardware es technisch könnte. Zumindest wenigstens auf 2K, weil auf 2K ist Cyberpunk sogar möglich mit vollen Einstellungen. Und das nennt sich Vendor Gating. Und das ist der zweite Grund, warum AMD bei Path Tracing so weit hinten wirkt. Die Karte ist nicht zu schwach, sie bekommt in den meisten Spielen einfach nicht die Chance, um zu zeigen, was sie kann. Und falls ihr denkt, dass mit einer 5070 Ti das alles kein Problem wäre, muss ich euch sagen, dass auch die 5070 Ti in 4K Path Tracing nur um die 30 FPS mit DLSS Quality bekommt. Nvidia hat zwar dafür Multiframe Generation, aber Multiframe Generation mit zu wenig Base Frames sorgt dafür, dass die Latenz leidet und das Spielgefühl schlechter wird.
Nvidia sagt selbst, dass Multiframe Generation dafür designt wurde, um die Bildwiederholrate deines Monitors zu matchen. Und während Nvidia bei diesen 30 FPS wenigstens noch stabil ruckelt, bricht meine 9070 XT bei FSR Quality und Path Tracing in Cyberpunk komplett ein. Und dazu kommt noch, dass Path Tracing dort einfach nicht schön aussieht, weil AMD kein Ray Reconstruction wie Nvidia hat und der Standard Denoiser von Cyberpunk nicht hinterherkommt. Das sieht man dann zum Beispiel bei den Spiegelungen am Boden, die in Bewegung einfach plötzlich verschwinden, weil der Denoiser nicht genug Zeit hat, das verrauschte Bild zu rekonstruieren. Und am Ende geht es bei dem ganzen Thema nicht nur um Path Tracing oder um AMD gegen Nvidia. Das eigentliche Problem ist, dass die Spiele heutzutage nicht mehr richtig optimiert werden. Crimson Desert beweist, dass es geht, wenn sich ein Studio richtig Mühe gibt. Da läuft Path Tracing auf meiner 9070 XT mit erstaunlichen 120 FPS in 4K. Aber bei vielen anderen Spielen wird Frame Generation als Krücke benutzt, um schlechte Performance zu verstecken. Das beste Beispiel dafür ist Legacy Batman Legacy of the Dark Knight, was am 22. Mai jetzt rauskommen wird. Ein Lego-Spiel mit einfacher Grafik, was schon Frame Generation benötigt, nur um auf 30 FPS zu kommen. Und ich meine, das sagt schon alles. Das ist einfach absurd, dass die Entwickler gar nicht mehr auf Optimierung setzen, sondern einfach nur auf diese künstlichen Tools setzen. Frame Generation ist dafür gemacht, von 60 FPS auf 120 zu kommen und nicht aus 15 FPS spielbare 30 FPS zu machen. Ich finde das schon lächerlich, wohin sich die ganzen Gaming-Studios entwickeln. Aber mein letzter Satz dazu ist, die 9070 XT kann mehr, als die Spieler ihr überhaupt erlauben. Und ich wage mich zu behaupten, dass es auch für alle Grafikkarten gilt.